Hallo und willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Wir tauchen heute mal ein in eine Frage, die Gläubige ja seit Ewigkeiten bewegt, wenn wir sagen, Gott spricht. Was meinen wir damit eigentlich? Wie kommuniziert das Göttliche mit uns Menschen? Genau, und dafür schauen wir uns heute Erkenntnisse an aus dem Buch Welche Sprache spricht Gott von 2022. Da untersuchen Alfred Bodenheimer, Michael Siewald und Thomas Bauer, also ein jüdischer Theologe, ein christlicher und ein Islamwissenschaftler, die Frage aus ihrer jeweiligen Tradition heraus. Ja, richtig. Und unsere Mission heute ist, wir wollen die Kernideen dieser drei Perspektiven für dich zusammenfassen, gerade wenn du vielleicht eher einen christlichen Hintergrund hast. Und wir schauen, ob sich vielleicht trotz aller Unterschiede sowas wie ein gemeinsames Verständnis von Gottes Sprache finden lässt. Okay, lass uns starten. Im Judentum, da beschreibt Bodenheimer drei zentrale Wege: Gesetz, Geist und Geschichte. Ja, genau. Nach der Zerstörung des Tempels, da wurde Gottes erfahrbare Präsenz halt anders gesucht. Die erste Sprache ist das Gesetz, die Halacha. Aber das ist eben nicht nur ein starres Regelwerk, das ist das Spannende. Ah, okay. Sondern es ist ein lebendiger Diskurs, eine fortlaufende menschliche Interpretation der Tora, die aber göttliche Autorität beansprucht. Man spricht ja von der mündlichen Tora, also dieser dynamischen Auslegungstradition über Generationen. Das heißt, die menschliche Auseinandersetzung mit dem Text ist sozusagen selbst Teil von Gottes Kommunikation. Das ist ja ein starker Gedanke. Absolut. Die rabbinischen Debatten im Talmud sind da ein super Beispiel. Die zweite Sprache ist dann der Geist. Der findet sich besonders in Philosophie und Mystik, also der Kabbala. Hier geht es um tiefere, oft verborgene Bedeutungen, um eine intensive Interaktion mit dem Göttlichen. Manchmal durch komplexe Konzepte, die Gottes Wirken in der Welt beschreiben sollen. Tja, und die dritte Sprache ist die Geschichte, die Hashgaha. Geschichte. Wie ist das zu verstehen? Gerade in der Moderne werden historische Ereignisse, denk an die Shoah oder die Gründung Israels, oft als direktes Handeln oder Reden Gottes gedeutet. Das führt dann zu sehr, tiefgreifenden, manchmal auch messianisch aufgeladenen Interpretationen. Vom Gesetz über den Geist zur Geschichte, das ist ja eine enorme Bandbreite. Wie unterscheidet sich das jetzt vom christlichen Verständnis? Da steht ja Jesus Christus so im Mittelpunkt, oder? Genau. Im Christentum, so argumentiert Seewald, verdichtet sich Gottes Sprechen im Wort, dem Logos, das in Jesus Christus Mensch wurde, kennt man ja aus dem Johannesevangelium. Wichtig ist aber, das Ganze baut auf dem Alten Testament auf. Im Hebräerbrief heißt es ja, Gott hat viele Male und auf vielerlei Weise gesprochen. Also keine Ablösung, sondern eine Zuspitzung. Eher eine Zuspitzung, ja, aber gleichzeitig auch eine Weitung. Eine Weitung? Inwiefern? Naja, zum einen durch die Idee, dass auch die Schöpfung selbst von Gott spricht, das sogenannte Buch der Natur, und zum anderen durch den Heiligen Geist, der dieses Wort universal zugänglich macht. Das wird ja an Pfingsten deutlich. Stimmt. Interessant ist auch die Betonung der Unaufdringlichkeit. Christus kommt als Diener. Das Wort wirbt um Annahme, es drängt sich nicht auf. Seewald warnt aber auch davor, das polemisch gegen andere Religionen zu nutzen. Verstehe. Also eine Person im Zentrum, aber doch eingebettet in eine breitere Kommunikation durch Natur und Geist. Und wie nähert sich der Islam diesem Thema? Da ist ja der Koran so zentral. Ganz genau. Thomas Bauer beleuchtet im Buch dieses Paradox. Der absolut transzendente Gott offenbart sich trotzdem so, dass wir ihn verstehen können. Im Mittelpunkt steht der Koran als Gottes Rede, Kalam Allah, vermittelt durch den Engel Gabriel an Mohammed. Okay. Eine wichtige Unterscheidung hat sich dadurch gesetzt: Gottes ewiges Sprechen als Attribut, das ist unerschaffen und jenseits unserer menschlichen Sprachen. Der arabische Koran, sowie auch Tora und Evangelium in ihren Sprachen, ist dessen erschaffene Manifestation, ein Hinweis darauf, ein Dalil. Also wie ein göttlicher Kern hinter dem geschriebenen Text. Ja, so ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Und Bauer betont ganz stark die Bedeutung von Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. Mehrdeutigkeit, das klingt erstmal überraschend für einen heiligen Text. Ja, aber Mehrdeutigkeit und sogar Textvarianten im Koran wurden klassisch nicht als Fehler gesehen, sondern als Reichtum.
als Ansporn zum Nachdenken und sogar als Gnade Gottes. Das fördert Wissenschaft und verhindert Starrheit. Gott spricht, so die Idee, auch durch Schweigen, also durch Leerstellen im Text und durch die Natur, die Sprache des Zustands, Lisan el-Hal, gerade in der Mystik, im Sufismus. Faszinierend, dass Mehrdeutigkeit hier so positiv gesehen wird. Wenn wir das jetzt mal alles zusammennehmen, was fällt auf? Gibt es da gemeinsame Linien durch diese 3 Perspektiven? Was wirklich auffällt: Alle 3 Traditionen ringen mit dieser Spannung zwischen dem unbegreiflichen, transzendenten Gott und seiner Kommunikation hier in unserer Welt. Es gibt immer eine Art Vermittlung, Propheten, das fleischgewordene Wort, Engel, der Geist. Und Offenbarung ist oft an heilige Texte gebunden, klar, aber, und das ist entscheidend, die menschliche Interpretation, der Diskurs darüber, ist überall absolut zentral. Und diese Idee, dass Gott nicht nur in Worten spricht, die scheint auch durchzugehen. Ja, das zieht sich durch. Gott spricht durch Geschichte, wie wir im Judentum gesehen haben, durch die Schöpfung oder die Natur im Christentum und Islam und durch innere Erfahrung oder Mystik. Und überall finden wir auch diese Spannung zwischen dem klaren Wort oder Gesetz und dem vieldeutigen, interpretierbaren Aspekt, sei es nun Geist, Auslegung oder die Ambiguität selbst. Was können wir also für dich festhalten? Gottes Sprache ist offenbar viel vielfältiger und oft indirekter, als wir vielleicht gemeinhin denken. Sie äußert sich durch Texte, sicher, aber eben auch durch Ereignisse, durch die Natur und, ganz entscheidend, durch die Art, wie Menschen diese Zeichen deuten und darauf reagieren. Genau. Und diese Deutung, die ist eben selten einfach oder endgültig. Die Quellen selbst betonen ja oft ihre eigene Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit. Das wird dann nicht als Mangel gesehen, sondern als Reichtum, vielleicht sogar als Gnade. Vielleicht ein letzter Gedanke für dich zum Mitnehmen. Wenn Gottes Reden so vielschichtig ist, so offen für Interpretation, was bedeutet das dann für unseren eigenen Wunsch nach einfachen, ja, manchmal vielleicht zu einfachen, endgültigen Antworten im Glauben? Könnte gerade das Akzeptieren dieser Vielfalt, dieser Ambiguität vielleicht ein Weg zu einem tieferen Verständnis sein und möglicherweise auch zu mehr Respekt zwischen den verschiedenen Wegen, wie Menschen versuchen, Gottes Stimme zu hören? Denk mal drüber nach.